Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe der Skincare News. Das letzte Video ist ja wirklich eine Ewigkeit her, aber heute lohnt es sich besonders, denn in den letzten Wochen bzw. Monaten wurden so viele neue Hautpflegeprodukte gelauncht, vor allem in der Drogerie, dass ich es auch nicht schaffen werde, auf jedes einzelne einzugehen. Aber ich habe mir das ein oder andere Produkt rausgepickt und möchte so ein bisschen darüber sprechen, was ich davon halte, ob das Marketing zur Formulierung passt und so weiter und so fort. Und ich habe auch einige der Produktneuheiten getestet. Das heißt, ihr bekommt hier und da auch nochmal eine kleine Review dazu. Dann starte ich mal mit dem Vitamin D Booster Serum von Isana. Das ist eine Limited Edition. Es gibt auch eine komplette Hautpflegereihe dazu. Aber ich habe mich jetzt einfach explizit für dieses Serum entschieden, weil ich das Marketing besonders interessant finde. Denn dieses Produkt soll die Vitamin D-Synthese boosten und natürlich hängen solche Marketingversprechen meistens mit irgendwelchen Rohstoffen bzw. Inhaltsstoffen zusammen und dazu habe ich mich informiert und rausgefunden, dass einfach das an einem Lysat liegt, welches hier verarbeitet wurde. Und zwar wird das aus diesen lebenden Steinen gewonnen. Also diese Pflanze, ich glaube, die gehört zu den Sukkulenten, wenn ich mich nicht täusche. Und eben dieser Rohstoffkomplex soll einfach dazu beitragen, dass die Haut so positiv beeinflusst wird, also dass die Hautbeschaffenheit so positiv beeinflusst wird, dass keine Ahnung, dass das einen positiven Effekt auf die Vitamin D-Synthese haben soll. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich vom Rohstoffhersteller bzw. Anbieter selbst keine wirklichen Studien dazu gefunden habe, ob die Vitamin D-Synthese tatsächlich geboostet wird und ob das tatsächlich einen positiven Effekt auf die Vitamin D-Synthese hat. Weil es kann durchaus sein, dass natürlich die Hautbeschaffenheit durch die Verwendung dieses Produkts verbessert wird oder wenn dieser Rohstoffkomplex in irgendeiner Form verarbeitet wurde, die Hautbeschaffenheit eben verbessert wird. Aber inwiefern das tatsächlich ganz individuell einen positiven Einfluss auf die Vitamin D-Synthese hat, weiß ich nicht genau. Ich persönlich würde mich jetzt nicht allzu sehr auf dieses Marketingversprechen verlassen. Aber alles in allem enthält das Produkt keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, kein Parfum, was ich als Duftstoffallergikerin natürlich sehr begrüßenswert finde. Allerdings ist hier eben vergällter Alkohol enthalten und ich bin so jemand, der ungern Kompromisse macht, was ja so random Hautpflegeprodukte angeht. Also bei Sonnenschutz mache ich gern mal einen Kompromiss, weil das für mich auch einen medizinischen Zweck hat. Aber bei allen anderen Produkten, die jetzt irgendwie in irgendeiner Form Ethanol enthalten, wo ich nicht unbedingt diesen Kompromiss eingehen möchte, bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil meine Haut einfach auch auf Dauer mit Ethanol nicht so gut zurechtkommt. Das erste Produkt, das ich auch ausprobiert habe, ist die neue Isana Med Ultra Sensitive Creme mit Lichtschutzfaktor 30. Da muss ich sagen, dass ich von der Formulierung her gar nichts auszusetzen habe. Es ist barrierestärkendes Ceramid NP drin. Das Produkt ist parfümfrei und das Vitamin F bezieht sich übrigens auf essentielle Fettsäuren, aber eigentlich ist diese Bezeichnung veraltet. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, dass man sich dafür entschieden hat. Nichtsdestotrotz von der Formulierung sieht das Ganze richtig, richtig gut aus. Hier ist DHHB enthalten. Das ist ein toller, sehr stabiler, hautverträglicher UVA-Filter. Es ist Tinosorb S drin, einer meiner absolut liebsten Breitbandfilter. EHT und PBSA, ein bisschen Panthenol, ein bisschen Allantoin, kann eben reizlindernd wirken. Aber in der Praxis funktioniert für mich die Creme nicht so gut. Also ich finde sie vom Tragekomfort nicht unbedingt optimal, auch wenn sie vom Finish jetzt nicht zu ölig, nicht zu schwartig ist, aber man spürt sie schon auf der Haut und vor allem, wenn man sie in der korrekten Menge aufträgt, weil man braucht ja 1 Gramm fürs Gesicht, um den deklarierten Schutz zu erreichen, merkt man schon, dass sie ganz leicht runterkrümelt, nachdem sie angetrocknet ist. Also vor allem, wenn man nochmal irgendwie mit den Fingern übers Gesicht geht, dann hat man kleine Krümel auf den Fingerkuppen. Das heißt, ich kann da auch kein weiteres Make-up oder irgendwas anderes darüber auftragen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Und dementsprechend ist das für mich auch eher so eine
Ich bin den ganzen Tag zu Hause, habe aber keine Zeit, meine Hautpflegeroutine zu machen, Creme. Ein Produkt, das ich überhaupt nicht verstehe und das mich auch wütend macht und auch wieder so ein bisschen frustriert, ist der neue Isanamid Körperbalsam, der explizit für empfindliche Haut beworben wird. Und für mich bedeutet das eben auch, dass dieses Produkt unter Umständen für Duftstoffallergiker oder Duftstoffallergikerinnen geeignet ist, denn ich habe eine empfindliche Haut, aber eben auch gleichzeitig eine Duftstoffallergie und muss da wirklich aufpassen, was ich genau benutze. Aber wenn man sich die Formulierung anschaut, dann passt das mit dem Marketing nicht zu 100%ig zusammen, denn in dem Produkt sind deklarationspflichtige Duftstoffe vorzufinden und das finde ich durchaus problematisch. Klar ist es so, dass die Begriffe Med oder Sensitive nicht gesetzlich reguliert sind, aber man kann es ja als Marke oder als Unternehmen einfach besser machen oder eben diese Form der Vermarktung einfach weglassen. Das tut ja auch niemandem weh. Und für mich ist dieses Produkt halt wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass man sich immer die Inhaltsstoffliste durchlesen muss, egal ob da Med oder Sensitive oder für empfindliche Haut draufsteht. Ein Produkt, das in diesem Video nicht fehlen darf, ist der Balea Beauty Expert Hydration Toner, weil der natürlich auch neu ist und weil ich ihn bereits seit einiger Zeit in Verwendung habe. Ich habe ja dazu auch ein komplettes Video gemacht und ihn mit dem Isana Liquid Moisturizer verglichen. Das heißt, falls ihr das Ganze sehen möchtet, euch im Detail für die Inhaltsstoffe interessiert und was diesen Toner so besonders macht, verlinke ich euch hier oben in dem i und unten in der Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Aber das ist für mich persönlich so ein Drogerieprodukt des Jahres. Also ich finde es wirklich großartig, dass Balea sich hier mal was Neues getraut hat, dass die so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind und eben dieses Produkt kreiert haben mit genau dieser Formulierung. Finde ich super, super spannend, weil man solch ein Produkt bis dato zumindest in diesem Preissegment noch nicht in der Drogerie vorfinden konnte und dementsprechend hyped bin ich auch. Ich vertrage den auch richtig, richtig gut. Das Einzige, was ich eventuell bemängeln würde, ist einfach, dass ich dieses Produkt immer in eine Sprühflasche umfüllen muss, weil ich es persönlich Verschwendung finde, das auf dem Wattepad drauf zu tun und dann über mein Gesicht drüber zu fahren. Aber ich kann ganz gut damit leben, vor allem zu dem Preis. Neutrogena hat ein Feuchtigkeitsgel mit 4% Niacinamid und Panthenol gelauncht, was ich persönlich richtig, richtig gut finde. Mal unabhängig davon, ob man jetzt die Marke feiert oder nicht. Aber man muss halt auch einfach dazu sagen, dass Menschen mit öliger Haut das Nachsehen haben, vor allem was Drogerieprodukte angeht. Ich weiß noch, in meiner Zeit, als ich noch in Drogerien gearbeitet habe und Hautpflegeberatungen durchgeführt habe, ich sage euch, es ist so, so schwer, Personen mit öliger Haut eine komplette Hautpflegeroutine zusammenzustellen oder ihnen einfach Produkte zu empfehlen, die zu ihrer Haut passen und ihren Ansprüchen gerecht werden. Denn was ich aus meiner persönlichen Erfahrung eben berichten kann, also zumindest aus den Hautpflegeberatungen, viele Menschen mit öliger Haut wollen nicht, dass diese Öligkeit erstens noch verstärkt wird, dass sich Produkte schwer und irgendwie total fettig und schwartig auf der Haut anfühlen. Klar sehen viele einen Vorteil darin, wenn die Haut abmattiert wird, also wenn der Talg so ein bisschen aufgesaugt wird oder irgendwie das Ganze ausgeglichen wird. Aber was halt keinesfalls erwünscht ist, ist einfach, dass das Ganze verstärkt wird. Und da gibt es wirklich nur sehr, sehr wenige Produkte, die eben diesen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden, vor allem wenn wir uns irgendwo im Sonnenschutzbereich bewegen, aber auch in diesem allgemeinen Hautpflegebereich ist das nicht so einfach. Deswegen finde ich es richtig, richtig cool, dass Neutrogena so ein Feuchtigkeitsgel gelauncht hat, zumal 4% Niacinamid eine tolle Konzentration ist, denn wir haben in den letzten Jahren so viele Produkte mit 10% Niacinamid gesehen und das ist einfach nicht für jede Person gut verträglich und 4% Niacinamid können bereits einen positiven Effekt auf Entzündungen haben. Panthenol kann eben auch hautberuhigend und reizlindernd wirken.
Und das Produkt ist eben auch noch parfümfrei und enthält eben auch keinerlei deklarationspflichtigen Duftstoffe und wie gesagt jetzt auch keine anderweitige Parfümierung. Ist die Formulierung jetzt super innovativ, super spannend oder super modern? Nein, nicht unbedingt, aber das Ganze verbessert natürlich auch den Zugang für Personen, die eben eine ölige Haut haben und deswegen finde ich das auch definitiv begrüßenswert, dass solch ein Produkt gelauncht wurde. Den Balea Glow Toner habe ich auch bereits ausprobiert und muss sagen, dass ich ihn für Drogerieverhältnisse gar nicht mal so schlecht finde, vor allem in dem Preissegment. Der enthält 2 Vitamin C Derivate, die in der angegebenen Konzentration vor allem antioxidativ wirken werden und falls ihr noch keine Antioxidantien in eurer Routine haben solltet, dann ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Ich persönlich vertrage den auch wunderbar und habe daran absolut gar nichts auszusetzen und ich habe auch ein komplettes Video zu Antioxidantien gemacht und warum es eben Sinn machen kann, diese in die Hautpflegeroutine zu integrieren, auch mitsamt eben Empfehlungen für Einsteiger bzw. Einsteigerinnen und Fortgeschrittene. Falls ihr euch für dieses Video interessieren solltet, verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Beim neuen Balea Med Reinigungsöl bin ich wirklich extrem zwiegespalten, denn das habe ich auch getestet und muss sagen, dass das so eine absolute Hassliebe ist, wobei es doch eher Richtung Hass geht. Denn an sich ist das Reinigungsöl von der Haptik und auch vom Hautgefühl super, super angenehm, lässt sich easy peasy verteilen, hat so einen wunderschönen, leicht nussigen Eigengeruch. Also das Produkt ist auch komplett parfümfrei. Aber es lässt sich einfach nicht runterspülen. Da sind zwar 2 Emulgatoren enthalten, aber irgendwie passt das von der Formulierung her nicht. Dementsprechend lässt sich das Produkt mit Wasser nicht rückstandslos entfernen. Und da ich persönlich kein großer Fan von Double Cleansing bin, ist das für mich einfach so ein... Ja, ich weiß halt nicht, ne? Also ich möchte, dass mein Reinigungsöl sich auch mit Wasser komplett entfernen lässt und dass ich nicht gezwungen bin, Double Cleansing zu machen. Also es gibt natürlich Leute, die können trotzdem Double Cleansing machen, unabhängig davon, ob sich das Produkt mit Wasser rückstandslos entfernen lässt. Aber wenn ich dazu gezwungen werde, Double Cleansing zu machen, dann bin ich einfach kein großer Fan von, weil ich eine super empfindliche Haut habe und sie nicht zusätzlich mit einem Reinigungsschritt strapazieren möchte. Und das ist halt wieder ja, so ein Beweis dafür, dass es extrem auf die Formulierung ankommt, natürlich dann auch in der Praxis und dass nur weil hier Emulgatoren enthalten sind, es eben nicht bedeutet, dass das Produkt sich rückstandslos mit Wasser entfernen lässt. Also ich kann auch noch mal aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich habe ja ein Reinigungsgelee entwickeln lassen und da auch viel selber rumprobiert und ja, musste eben feststellen, dass die ersten Muster, die dazu reingekommen sind, sich einfach haben nicht abspülen lassen. Und dann habe ich eben gesagt, hier, wir müssen die Konzentration der Emulgatoren anpassen, weil das lässt sich nicht rückstandslos entfernen. Irgendwie ist einfach dieses Verhältnis nicht gegeben, dass sich das Produkt eben runterspülen lässt mit Wasser. Und einige Muster später hat das gepasst. Also man muss sich da wirklich dann noch rantasten und schauen, ab wann ist denn dieser Punkt erreicht, dass das Produkt sich rückstandslos entfernen lässt. Und jetzt bin ich super, super happy mit dem Produkt. Aber es kostet halt Zeit, es ist aufwendig, man muss auch viel rumprobieren und viel rumtesten, natürlich auch in der Praxis testen, um solche Sachen zu bemerken und eventuell anpassen zu können. Ein Shampoo, an dem ich zumindest mal schnuppern werde, ist das neue Balea Sugar Plum Shampoo, das nach Pflaume riechen soll. Und zwar habe ich auch das Pfirsich-Shampoo, das glaube ich auch 75 Cent kostet. Und das hat eine ähnliche Basisformulierung, deswegen weiß ich oder bin mir relativ sicher, dass ich mit dem Limited Edition Shampoo auch gut zurechtkommen werde. Aber der Duft wird hoffentlich ein anderer sein, denn das Pfirsich-Shampoo riecht leider nicht wirklich nach Pfirsich, sondern einfach nach irgendetwas undefinierbarem, fruchtig, Süßem. Dementsprechend könnte das eventuell der Nachfolger für mein Pfirsich-Shampoo werden. Und ich finde es eben auch cool, dass das Shampoo ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt, ohne ätherische Öle, sondern nur parfümiert ist. Denn ab und zu brauche ich einfach mal irgendwas, was nach etwas duftet.
Vor allem, wenn ich mir eben die Haare wasche. Also es passiert relativ selten, dass ich irgendwas Duftendes benutze. Also ich liebe meine mild formulierten, neutral, nach nichts riechenden Shampoos und Duschgele und auch festen Shampoos. Aber ab und zu wünsche ich mir doch etwas mit einem leichten Duft und freue mich einfach darüber, wenn es zumindest ein Produkt ist, das bei mir keine allergische Reaktion verursacht. Was die Formulierung angeht, ist das Shampoo natürlich relativ basic, aber ich meine, das ist ein 75 Cent Shampoo und meine Ansprüche an ein Shampoo, ja, die sind jetzt nicht so hoch. Ich möchte, dass das Shampoo einfach gut reinigt, dass es sich gut verteilen lässt, dass es sich ausspülen lässt und möglichst nicht wie Wumme in den Augen brennt. Dementsprechend bin ich auch damit zufrieden. Es ist Natriumlaurethsulfat enthalten. Das ist ein Tensid, das milder ist im Vergleich zu Natriumlaurylsulfat. Und das wurde eben nochmal mit einem Betain kombiniert. Das ist auch ein Tensid, was dafür bekannt ist, das Irritationspotenzial anderer Tenside herabzusetzen. Und dann ist hier halt auch noch zusätzlich Panthenol enthalten. Das kann auch nochmal das Irritationspotenzial von Tensiden herabsetzen. Aber ich habe hier, wie gesagt, auch bisher keinerlei Probleme mit dieser Formulierung feststellen können. Wobei es natürlich auch daran liegen könnte, dass ich diese Shampoos doch eher selten verwende. Das Balea Hautrein Gesichtswasser ist mal wieder so ein Produkt, wo ich mich frage, wann wir denn endlich aufhören, solch altbackenen Formulierungen für unreine Haut anzubieten. Denn das bezieht sich ja vor allem auf eine Haut, die zu Entzündungen neigt, die zu Pickeln neigt und die eventuell eine geschädigte Hautbarriere aufweist. Denn wenn die Hautbarriere geschädigt und strapaziert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass Entzündungen auftreten, dass beispielsweise auch schneller allergische Reaktionen auftreten, dass die Haut auch sehr viel schneller gereizt reagiert. Und wenn ich mir dann die Formulierung von diesem Produkt anschaue, okay, Wasser ist drin, stabil, kein Problem. Zweite Zutat, vergällter Alkohol. Also ich kann mir wirklich schon vorstellen, wie dieses Produkt riecht. Glycerin ist feuchtigkeitsbindend, nice. Salicylsäure ist auch drin, kann entzündungshemmend wirken. Bisabolol kann beruhigend wirken. Dann kommt Menthol. Das kann die Haut reizen. Klar macht es diesen typisch kühlenden Effekt, aber es kann halt auch hautreizend wirken. Linalol ist drin, das ist ein deklarationspflichtiger Duftstoff, kann die Haut reizen, kann zu allergischen Reaktionen führen. Vor allem, wenn man eben schon eine strapazierte Hautbarriere hat, wenn man eh schon zu Entzündungen neigt, dann weiß ich einfach nicht, inwiefern dieses Gesichtswasser da helfen sollte. Also, ich weiß nicht, das ist ein kompletter Widerspruch in sich. Wie gesagt, so viele positive sinnvolle Inhaltsstoffe drin und dann aber deklarationspflichtige Duftstoffe, Menthol, zweite Zutat, vergällter Alkohol. Also keine Ahnung. Ich persönlich würde das niemandem empfehlen, dieses Gesichtswasser zu benutzen. Wer es natürlich dennoch tun möchte, kann das selbstverständlich tun, aber ich finde, dass einfach hier das Marketing und an wen dieses Produkt gerichtet ist, nicht so hundertprozentig passt und viel zu altbacken ist. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz meine persönliche Meinung zu dem Balea Kopfhautpeeling mit euch teilen, denn auch das habe ich bereits ausprobiert. In der Theorie klingt das gar nicht mal so verkehrt. Hier ist 4% Glykolsäure enthalten, wobei sich hier auch eher Salicylsäure angeboten hätte, vor allem für dieses Marketing mit der Talgproduktion. Nichtsdestotrotz gut formuliert, 4% Glykolsäure, der pH-Wert passt auch, das heißt, die Glykolsäure kann peelend wirken, aber für mich ist das im Alltag ein bisschen umständlich, weil man das eben auf die Kopfhaut auftragen soll, dann 15 bis 20 Minuten warten soll, bevor man es ausspült, das heißt, man steht irgendwie ja, nackig in der Dusche und wartet 15 bis 20 Minuten. Ich bin eher eine Schnellduscherin, das heißt, ich brauche normalerweise keine 15 bis 20 Minuten, bis ich fertig bin. Und dann steht man da halt nackt rum und einem ist kalt und ja, man wartet nur darauf, das ausspülen zu können. Und ich hatte auch beim Ausspülen immer so ein bisschen Angst, dass ich was davon ins Auge bekomme oder an irgendwelche anderen empfindlichen Körperstellen. Also da muss man da auf jeden Fall so ein bisschen drauf achten. Und was auch super, super wichtig ist, denn Glykolsäure kann ja peelend wirken und gehört jetzt auch nicht unbedingt zu den Säuren, die für super empfindliche Haut geeignet sind.
dass man, wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr so dichtes Haar hat oder eine Glatze, dass wenn man das in aller Regelmäßigkeit benutzt, natürlich auch auf UV-Schutz achten sollte. Und jetzt macht meine Stimme nicht mehr mit, die ist so ein bisschen kratzig. Ich habe jetzt auch schon über eine Stunde hier gesessen und gequatscht und dementsprechend würde ich das jetzt beenden. Ich hätte zwar noch das ein oder andere Produkt gehabt, auf das ich gern eingehen wollte, aber ja, meine Stimme, die ist einfach komplett durch vom Quatschen. Vielleicht nehme ich das nochmal in ein anderes Video mit auf, denn es werden ja immer wieder neue Produkte gelauncht. Das heißt, ich habe auch genug Stoff, um weitere Videos dazu zu machen. Bitte lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr dieses Format gut findet, damit ich auch so ein bisschen Motivation habe, das fortzuführen und damit weiterzumachen. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welches der Produkte ihr vielleicht schon ausprobiert habt, auf welches ihr euch besonders freut und ja, welche Erfahrungen ihr damit allgemein gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao!